Schönen guten Tag, liebe Freunde. Heute möchte ich euch die berühmteste Geschichte des KGB-Oberstleutnants Wladimir Putin in Dresden im Jahr 1989 vortragen. Diese Geschichte wurde vor nicht allzu langer Zeit der Öffentlichkeit bekannt. Vielleicht haben Sie sogar schon einmal gehört, aber es wäre keine Sünde, sich noch einmal an sie zu erinnern. Es geschah am 5. Dezember, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer. An diesem Tag versammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Gebäude des deutschen Stasi-Geheimdienstes. Als sie in das Gebäude eindrang, waren bereits viele Ordner und Akten vernichtet worden, so dass die Menschenmenge politische Gefangene aus dem inneren Gefängnis befreite. Die restlichen Dokumente an sich nahm und zum Nachbargebäude in der Angelika-Straße 4 ging. Unter dieser Adresse befand sich eine Villa, in der das Komitee für Staatssicherheit der UdSSR residierte. Gegen 9 Uhr abends verließ der Chef die Stadt und die im Gebäude verbliebenen Mitarbeiter konnten ihn nicht finden. Als sie sahen, dass die Menschenmenge auf sie zukam und beabsichtigte, das Gleiche mit dem Stasi-Gebäude zu tun, wandten sie sich an den General einer benachbarten Militäreinheit. Der General antwortete jedoch, dass er ohne Anweisungen aus Moskau keine Soldaten zur Bewachung des Gebäudes abstellen würde und in Moskau würde niemand ans Telefon gehen. Wladimir Putin, ein 37-jähriger Oberstleutnant des KGB, blieb für die Einrichtung verantwortlich. Die Einrichtung wurde von einer kleinen Gruppe von 8 Grenzsoldaten bewacht, die in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Sie besetzten die Fenster des Gebäudes und stellten Maschinengewehrläufe darin aus, und Putin ging zum Zaun, um mit der Menschenmenge zu sprechen. Er fragte sie, was sie sich wünschten. Die Menge antwortete, sie wolle das Gebäude sehen. Putin antwortete daraufhin, dass dieses Gebäude der Sowjetarmee gehöre. Es sei exterritorial, habe nichts mit der DDR-Armee zu tun und unterliege nicht der Inspektion im Rahmen des zwischenstaatlichen Abkommens. Dann wurde er gefragt, warum sprechen Sie so gut Deutsch? Ich bin ein Dolmetscher, antwortete Putin in der Legende. Warum haben Sie ein Auto mit deutschen Nummernschildern? Fragte die Menschenmenge. Weil es im entsprechenden Vertrag vorgeschrieben ist. Sie sprechen zu gut Deutsch, nicht als Dolmetscher, sagte die Menge. Putin forderte die aufgeregten Leute, unter denen sich sicher auch Betrunkene und Randalierer befanden, erneut auf, sich anständig zu verhalten und ihre Grenzen nicht zu überschreiten, und sagte dann auf Deutsch: Dass die Berliner Mauer fiel, war der guten Absicht der Sowjetunion und Michail Gorbatschow persönlich zu verdanken. Es ist unser gemeinsamer Feiertag, aber ich bin ein Soldat, ich bewache dieses Gebäude. Verstehen Sie richtig, es ist das Eigentum eines anderen Landes, es ist das Eigentum der Sowjetunion. Ich kann meinen Posten nicht aufgeben, und an meiner Stelle würde jeder von euch jungen Leuten dasselbe tun, wenn ihr Patrioten eures Landes seid. Die Menschenmenge drängte weiter, dann sagte Oberstleutnant Wladimir Putin: Wissen Sie, ich bin ein Offizier, ich habe 12 Patronen. Die 12. behalte ich, aber ich werde 11 Menschen töten. Ich bin ein guter Schütze. Ich bitte Sie zu gehen, denn Sie sind auf das Gebiet der Sowjetunion gekommen, dem Land, das die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Nachdem er dies gesagt hatte, drehte er sich um und ging langsam weg und dann die Treppe hinauf, in der vollen Erwartung, dass ihm jemand aus der Menge einen Stein oder eine Flasche in den Rücken werfen würde. Als er aufstand und sich umdrehte, sah er, dass die Menschenmenge begonnen hatte, sich aufzulösen. In dieser Nacht betrat keiner der Deutschen das Gebäude des sowjetischen KGB in Dresden. Wenig später beschloss der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, 1 oder 2 mit automatischen Gewehren bewaffnete Fallschirmjäger zur Bewachung des Gebäudes zu entsenden. Diese Geschichte ist nicht unumstritten. Einige sagen, dass es 2000 Menschen waren, andere behaupten, es waren 5000 Menschen.
Deutsche Propagandisten behaupten, es seien nicht mehr als ein paar Dutzend Menschen gewesen. Es gibt verschiedene Versionen und die Anzahl der Patronen. Einige sagen, es seien 8 Patronen gewesen, nicht 12. Wladimir Ussolzew behauptet, Putin sei mit einem automatischen Gewehr in die Menge gegangen, während der Vorsitzende der lettischen Unabhängigkeitsbewegung Normund Grostin behauptet, Putin sei von 4 Schützen mit automatischen Gewehren begleitet worden. Wie sich die Ereignisse an dem Tag tatsächlich abgespielt haben, kann jetzt niemand mit Sicherheit sagen. Jeder soll selbst entscheiden, ob er dieser Geschichte Glauben schenken will oder nicht. Aber es war trotzdem sehr interessant, sie kennenzulernen. Vielen Dank fürs Anschauen, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und bis bald in den neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal.